Das ist wie ein Blau oder ein Rot und ein Gelbe. Ja, aber welche Blau, welche Rot, welche Gelbe? Well, that's a good question. Nein, natürlich nicht. Sie können spielen, der erste Tag wird okay, aber die 10. vielleicht nicht mehr. Ja, na klar können die auch viele Sachen ohne einen Dirigenten spielen. Aber ein Dirigent ist ja auch nicht nur in seiner Funktion auf dem Podium zu sehen während des Konzerts, sondern hat einen ganz großen Anteil daran, wie eine gemeinsame Probenarbeit entsteht. So theoretically, the orchestra could, in principle, play without the conductor. But what we're after is not just playing the notes. That's where I come in as a conductor. I bring the overall structure and a very detailed vision of the music being played to the orchestra. And why is that my responsibility? Because I get to learn every single part of the music, what the musicians are playing, each instrument, and how they work together to create a wonderful canvas. So I would say, yes, the orchestra needs a conductor for a moving artistic performance. Die Musiker... Wenn man sagt, kein Blödsinn, ja. Gute Frage. Ich bin da ziemlich flexibel auch. When you play and you play a bad note, you know it because you hear it. When you're conducting and you do something completely useless, usually nobody tells you. So it is very easy to drift away in a sort of egotistical ocean when you're a conductor and most people just obey you. So I would encourage musicians everywhere to stand up to the conductors. Ich bin für Ratschläge und Vorschläge aus dem Orchester offen. Es ist nicht so, dass mein Wort heilig ist. Es gibt im Orchester auch drinnen eine Hierarchie, die sehr wichtig ist zum Spielen. Es gibt stimmführende Personen, es gibt einen Konzertmeister und jede Person ist sehr wichtig in einem Orchester. Aber die Funktion ist als anders und meine Funktion ist eben, die Musikern und Musikerinnen zu sagen, auf welchen Weg wir gemeinsam laufen. Und man muss zuhören können auch als Dirigent. Das ist ganz wichtig. Nicht nur sprechen, also mit der Gestik spricht man ja quasi, man zeigt was an. Und dann muss man wieder zuhören, weil man muss ja die Antwort abwarten und darauf ergibt sich dann wieder was Neues. I saw people conducting just moving an eyebrow or just a finger. Also ein Taktstock ist eigentlich die Verlängerung unserem Arm. It's something that is catching the attention. It's a tradition, of course. The conductors they used to use some, in the past huge sticks, and now they are a bit more moderate in length. Well, the stick definitely adds precision and clarity. Wie so ein Laserstrahl oder so, und es ist eine gebündelte Energie, wann man zu spielen hat. Dirigierstock, ich habe so eine Hass-Liebe-Erfahrung, also Verhältnis dazu. Ich dirigiere am liebsten mit Taktstock, weil so ein Taktstock so ein schönes Gerät ist einfach. Für mich persönlich, aber das ist sehr persönlich, benutze ich die vor allem, wenn ich so großzügige Sachen zeigen will. Also wenn ich fast so streichen will, so wie die Geigen das auch machen. Wenn ich so sehr präzise sein möchte, dann reichen mir eigentlich die Hände. I feel more free with just talking with my hands. Left hand and a baton is a good combination for me. Ich habe mal bei einem Dirigierlehrer ein paar Unterrichtsstunden genommen. Es waren da im Kurs einige, die sagten, ja, soll ich jetzt vorm Spiegel das üben? Sagt er, nein, gar nicht. Am besten setzt man sich auf seine Hände, dass man die ja nicht erst bewegen kann und versucht sich diese Partitur, diese Musik vorzustellen, im Kopf zu verinnerlichen. Es ist da, es muss da sein und es kommt in Arm oder in, ja, in die Hände. I spend many hours with the score. Months before, weeks before, and I try to interiorize the score for me, and then until the moment you are with the orchestra, you don't know exactly precisely what's going to happen. Ich singe eine Lilie und ich nehme mich
auf und dann höre ich, ob diese Linie mir gefällt, diese Melodie oder das Tempo ist das Richtige. I spent an entire summer on this symphony. It was really 4 months studying this score. And then looking at the video of Claudia Bardi in Lucerna, everything by heart, knowing everything, and you see in everything of his body that is just this score is inside himself. I was ciao. Nicht für mich. Für meine Studenten, ja. Not really. It's quite brutal when you see yourself conducting. And the teacher was saying, see, this is wrong, this is better, this is still wrong. I'm not thinking what I'm doing and how it looks. Try again. I'm just in the music, and then sometimes you look at from outside and it's a bit, I don't like to, to watch myself. Conducting can be exhausting. There's a lot of different styles, and as you know from everyday, ordinary life, people use their bodies in very different ways. Some try to live life with a very economical set of movements, and some people are like hyper dramatic in everything they say or do. For years and years I was playing in orchestras, and you have always this moment where there's the young conductor coming in front of you, and after conducting 3 minutes, you're here without breath. Okay, so ladies and gentlemen, in bar 5 we do a crescendo, in bar 6, and looking at them I was always sitting there and said, I will never become something like that. After a few years I was one of them. I think mentally it's I won't say exhausting, but it's a lot for the mental energy. Wir müssen von einem Zeit zu den anderen springen. Also wir sind sehr in die Gegenwart mit unseren Bewegungen. Wir sind auch in die Vergangenheit, weil wir müssen uns erinnern, was davor passiert ist. Und wir natürlich, wir sind auch in die Zukunft, weil wir müssen die Musik in eine Richtung bringen. Gerade an den Stellen, die wahnsinnig leise sind und die eine hohe Konzentration erfordern, dass das eigentlich die intensivsten Momente sind in der Musik. Und gestern war ich komplett fertig. Ich bin nach Hause gekommen, habe mich ins Bett gelegt und habe geschlafen. Ich war tot nach der Probe. Especially some concerts or some operas, like Wagner operas, that you are there 4 or 5 hours standing and giving everything. You should be in good shape. It is true, it's a great cardio exercise. I do perspire a lot, and that's why conductors live forever. Alle Noten auf dem Papier gleichzeitig sehen zu können, hängt von der Dichte der Partitur ab. Aber natürlich gibt es Partituren, wo man einen groben Überblick haben muss und man muss schon im Detail wissen, was gerade gespielt wird. Aber man kann es nicht wirklich gleichzeitig sehen im Detail. Wenn wir haben manchmal Partitur große so mit mehr als 70 Systemen, man kann nicht alles lesen, man muss studieren, bis es ist da. Wenn man normale Text liest, dann siehst du auch nicht mehr alle Buchstaben, dann siehst du direkt ein Wort. Und in dem Sinne ist es eigentlich beim Partitur ganz ähnlich. It's a skill that develops. When you're a beginner conductor, like myself, you go through every line of every score and try to sort of position yourself more or less in the seat of every person in the orchestra while you're studying the piece. And then hopefully when you go in front of the orchestra, you've looked at it so much that you kind of have most of it in your memory. In the moment of the concert, of course, the music is inside, and you don't need to have an analytic view on the score and reading, but you know when something it's not happening, or something it's not in the right way, and you have to react immediately if any part of this machinery is not working. It's difficult to say. It's a profession that is involving so many aspects. It's almost anthropological. As a conductor, you have the possibility to lift up people, lift up voices, and sounds and styles that have been neglected. In a way, we could say that symphony orchestra music discovered the woman in these last few decades. If you look at the amount of repertoire that we play that is written by white men who are not alive anymore, it is a staggering majority.
Was ich am meisten liebe beim Dirigieren ist diese Kommunikation, dieser Austausch mit dem Orchester, mit den Musikern und Musikerinnen. Ich bin eine Spielperson, auch eine Teamperson. Es ist immer ein Geben und Nehmen. Ich liebe am meisten am Dirigieren, mit Musikern gemeinsam etwas zu gestalten und während dieses gemeinsamen Gestaltens einfach ein Moderator der Energien zu sein. Und ich finde es schön, wenn ich schaffe, dass das ganze Orchester irgendwie in einen Flow kommt und dass die Musik dann eigentlich von selber durch diese Flow hingeht. Manchmal erreicht man das, auch nicht immer, aber wenn wir das erreichen, dann ist es ein sehr gutes Gefühl.